Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Emil Frey YouTube-Kanal. Ich bin Liv und ich stelle euch heute den ersten vollelektrischen Suzuki vor. Der Suzuki e-Vitara. Wenn man die Dimensionen anschaut vom e-Vitara, erkennt man vielleicht, dass er Ähnlichkeiten hat mit dem Toyota Urban Cruiser. Das kommt nicht von fern, weil sie sich die gleiche Plattform teilen. Zum Toyota Urban Cruiser habe ich schon mal ein Review gemacht, zum Video geht es da. Doch bevor wir ins Video starten, folgt unserem YouTube-Kanal von Emil Frey. Was mir schon mal sehr gut gefällt, ist die Farbe. Sie heisst Land Breeze Green Metallic. Es gibt aber noch 10 weitere Farben, also gesamt 11 verschiedene Farbvariationen für den e-Vitara. Reden wir über die Front. Wir haben vorne sehr ein markantes Gesicht und einen Grill aus Kunststoff, Frontkamera und gross zentrales Suzuki-Logo in der Mitte. Beim Toyota Urban Cruiser haben wir hier die LED-Lichtwürfel gehabt. Beim Suzuki reden wir von den 3-Point-LEDs, die wir vorne haben, aber auch bei den Heckleuchten. Vorne haben wir 18 Zoll und optional 19 Zoll Lichtmetallfelgen. Und auf der Seite vorne links auch die Ladeklappe, wo man das Auto laden kann. Wir haben einen AC- und DC-Anschluss. AC die Heime, wo es standardmäßig 11 kW laden. Und einen Schnelllader, der von 10 bis 80% 45 Minuten lang Ladezeit hat. Diese Zeit habe ich schon beim Urban Cruiser kritisiert. Für Langstrecken muss man doch relativ viel Zeit berechnen zum Laden. Auf der Seite haben wir Radläufe und Seitenschwellen aus Kunststoff und eine Bodenfreiheit von 18 cm. Aus designtechnischen Gründen, dass man die Linie schön durchziehen kann, hat man den Türgriff hier oben im Fenster integriert. Erwähnenswert ist, dass nicht nur vorne, sondern auch da hinten Scheibenbremsen sind und eine Trommelbremse. Wie schon vorher erwähnt, finden wir hier wieder die 3-Punkt-LED-Lichter beim Heck. Da unten haben wir die Heckstoßstangen aus Kunststoff und die Kamera zum Helfen einparkieren. Kommen wir zum Kofferraum. Die Heckklappe ist leider nicht elektrisch, was aber gäbig ist, die grosse Kapazität des Kofferraums. Wir haben einen Zwischenboden für Ladekabel, Pannenrührung und so weiter zu verstauen. Wir haben ein Kofferraumvolumen von 310 Liter, dank dem, dass man die Rückbank vorschieben kann. Und mit abgeklapptem Sitz haben wir sogar ein Kofferraumvolumen von 1052 Liter. So, und jetzt schauen wir uns die Rückbank an. Aber vor dem Einsteigen, wenn du schon mehrere Videos von mir geschaut hast, dann weißt du, dass ich sehr gerne habe, wenn man die Lehne bei der Rückbank individuell neigen kann. Weil ich einfach sehr gerne so ein bisschen hinten drinnen chillen, wenn ich schon mal hinten darf sitzen. Weil am liebsten hocke ich natürlich vorne links. Was mir aber sehr gut gefällt, ist die Vielfalt von Materialien, die hier eingesetzt worden ist. Wir haben das braune Leder, wir haben schwarz perforierte Leder und das Textil in der Mitte. Finde ich, macht das Ganze ein bisschen vielfältiger, ein bisschen lustiger und es kommt echt qualitativ schön daher. Was man auch kann, ist den Mittelsitz runterlassen. Für Dachlatten, für Ski, für whatever du länger transportieren musst. Wir haben 2 integrierte Trinkhalter, was sehr praktisch ist für links und rechts. Was mir aber gerade auffällt, ist, dass der ziemlich schmal ist. Wenn man den aufklappt, 20-30 cm, mein Augenmaß ist nicht so gut, auf jeden Fall sehr schmal, muss man schmale Hüfte haben, um da einigermaßen komfortabel zu sitzen. Aber es hat einen Sicherheitsgurt, das heisst, safe bist du auf jeden Fall. Was wir auch haben, sind Isofix zum Kindersitz fixieren. Und jetzt zum Highlight. Man kann den Sitz und die ganze Bank um 16 cm nach vorne verschieben. Das erlaubt hinten mehr Kofferraumvolumen. Wenn man es nicht braucht, 3 Passagiere drin hat, schiebt man es hinten und da vorne hat man relativ gut Beinfreiheit. Ich bin zwar nicht so ein Massstab, ich bin knapp 1,60. Ich habe immer relativ gut Platz auf der Rückbank. Eine größere Person würde da wahrscheinlich näher an den Vordersitz kommen. Apropos größere Personen, eben ich bin so etwa 1,60. Ich habe oben gerade noch so einen Fuß Platz. Wegen dem Schiebedach, respektive vorne haben wir das Glasdach. Da hinten haben wir die Abdeckung
wo noch bis dahin versorgt wird. Durch das verlieren wir ein bisschen an Höhe, was für grössere Personen wahrscheinlich ein bisschen knapp wird. Auch was mir schön gefällt, ist die Verkleidung an der Seitentür, das Muster, das Haarplastik und die Riffel. Wir haben das Piano schwarz, das Hochglanz da bei der Armlehne. Also auch da sind viele verschiedene Strukturen und Materialien verbaut worden. Und was auch sehr wichtig ist, nowadays, wir haben hier 2 Ports zum elektronischen Gerät aufladen. So, finally auf meinem Lieblingsplatz, vorne links. Wir haben ein sehr schlichtes, bequemes Lenkrad, oben und unten abgeflacht. Das erleichtert das Ein- und Aussteigen. Oben verdeckt es nicht die Sicht zu den Frontscheiben. In der Mitte eine schwebende Mittelkonsole. Finish ist Hochglanz schwarz. Eher heikel, aber sehr einfach zum Bedienen. Gangschaltung dreht man am Rädchen. Wir haben die verschiedenen Drive Modes, Trial, Rekuperierung, Bergabfahrhilfe. Was ich sehr gerne habe, sind die haptischen Knöpfe zum Klima steuern. Volumen ist ein Rädchen, das liebe ich. Da vorne kann man induktiv das Handy laden. 2 Trinkbecher, Trinkbecherhalter und Ablagefläche da unten für Sonnenbrille und so weiter. Eine 12 Volt Buchse. Und was mir gut gefällt, ist die Lederarmlehne. Auch bei der Vordersitz haben wir die Vielfalt von Materialien, das braune Leder, das schwarz perforierte Leder und das Textil in der Mitte. Schön aufgenommen von den Sitzflügeln ist das braune Armaturenbrett, kombiniert mit schwarz. Das Hauptdisplay und der Fahrerdisplay sind in einem Panel verbunden. Ich finde es relativ schön integriert und es stört mich nicht so fest beim Führerschauen. Du kannst mit Apple CarPlay und Android Auto drahtlos dich mit dem Auto verbinden. Apropos verbinden, Suzuki hat eine App, das heißt Suzuki Connect. Darüber kannst du von dir schauen, wie viel Batterie dein Auto noch hat. Du kannst deine Route planen und so weiter und so fort. Sehr praktisch. Und jetzt gehen wir fahren. Den Suzuki e-Vitara gibt es in 3 verschiedenen Modellausführungen. Also schnell zusammengefasst, wir haben die Kleinbatterie 49 kWh und die grösser 61 kWh. Wir haben PS von 144, 174 und 184 PS im Allradantrieb. Wir starten bei 31.990 Franken bei der Unico-Ausführung und Comfort Top mit Glasdach, mit schönem Interieur, mit noch ein extra Komfortausstattung starten wir bei 39.990 Franken. Sehr kompakt mit einer Wendigkeit von 10,5 Meter. Dank einem langen Radstand von 2,80 Meter. Auf der Mittelkonsole hat es eine Taste mit Drive Mode, wo man die verschiedenen Modus wechseln kann. Wir haben Eco, Normal und Sport. Im Eco-Modus probiert er den Energieverbrauch zu minimieren. Er reduziert die Klimaanlage reduzieren und er reagiert ein bisschen sanfter, wenn man das Gaspedal drückt. Hingegen beim Sportmodus reagiert er sehr schnell und direkt, wenn man beschleunigt. Und ich weiss nicht, ob es wirklich einen grossen bemerkbaren Unterschied macht, aber er sollte in der Lenkung noch ein bisschen direkter sein. Ich fahre recht gerne im Ökomodus. Erstens will ich mit viel Reichweite ans Ziel kommen und zweitens, in der Stadt muss ich nicht sportlich fahren. Du bist am Cruisen, bist ein bisschen am Denken, hast wieder eine Ampel, dann bremst du wieder ab. Die Lenkung ist sehr direkt, sehr gemütlich. Ich bin jetzt im normalen Modus. Wenn ich da drücke, komme ich in den Sportmodus, den wir jetzt gerade testen. Sobald der da vorne ein bisschen weiter weg ist, hinter mir ist ein anderer Suzuki. Der hat es brisant. Ei. Also, ja. Doch, ich habe das Gefühl, oder täusche ich mich, dass die Lenkung im Sportmodus direkter ist als im Ökomodus. Wir gerade testen. Im Öko- oder Normalmodus. Ja, Ökomodus ist viel weicher. Das merke ich gerade. Also im Ökomodus ist das Lenken viel weicher. Das merkt man gerade. Und wenn ich da wechsle auf Sportmodus, jetzt bin ich im Normalen, jetzt bin ich im Sport. Ja, viel direkter. Seht ihr das? Viel direkter. Und jetzt mache ich mal den Fuß ab. Ja. Die Beschleunigung ist auch sehr viel direkter. Also im Sportmodus merkt man
finde ich recht einen guten Unterschied. Das ist eben das Coolste am Elektroauto. Du hast direkt das Drehmoment. Du kommst so schnell weg mit dem Elektroantrieb. Also die Zahlen 0 auf 100 in wenigen Sekunden schaffst du nur oder fast nur mit Elektroautos. Sie müssen kein Benzin verbrennen, sie müssen kein Turbo laden. Du hast Immediate Speed. Das sage ich jedes Mal, wenn ich ein EV fahre. Das merkst du sofort. Was wir auch noch haben, ist das One-Pedal-Drive. Das ist die Taste mit dem Fuß, wo man mit einem Pedal, also mit dem Gaspedal, kann fahren, aber auch bremsen, indem man den Fuß vom Gaspedal lupft. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann die Stärke vom Abbremsen einstellen. Mit dem One-Pedal-Drive ist alles nochmal viel komfortabler. Du musst nicht mal dein Bein bewegen, sondern nur den Fuß ein bisschen lupfen. Ich finde das eine sehr coole Erfindung. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Bei jedem Auto ist der sogenannte Schleifpunkt, sage ich jetzt mal, ein bisschen anders. Und die Stärke von der Rekuperierung muss man dann ein bisschen sich einfinden, was einem angenehm ist. Ich finde, der macht es jetzt sehr, sehr gut. All-Grip E heisst die Allrad-Technologie von Suzuki, wo sie die zwei Elektromotoren haben. Die eine steuert die Vorderachse an und die andere eben Hinterachse. Was wir auch haben in dieser Ausführung ist Bergabfahrhilfe, wo das Auto mithelfen bremsen, wenn es steil durchgeht. Das ist noch praktisch, dass man auch die Bremse nicht allzu fest beansprucht, wenn es jetzt mega steil durchgeht. Der Display vorne ist sehr groß, sehr lang und dennoch finde ich ihn sehr schön integriert. Er stört mich nicht in der Sicht nach vorne. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass es kein Head-Up-Display hat. Wahrscheinlich ist es optional möglich, aber diese Ausführung hat jetzt kein Head-Up-Display. Was bei dieser Ausführung auch sehr cool ist, ist das Glasdach. Es macht den Innenraum auch ein bisschen heller. Gerade jetzt, wo die Sonne so schön scheint und wir so eine schöne Schneelandschaft haben, ist es mega, mega cool, so viel Glas haben, so viele Fenster haben, so viel Raum haben, zum rausschauen. Es hat sehr viel Platz vorne auf der Seite hinten. Die schwebende Mittelkonsole gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Pianolack Glanzschwarz, wo sehr heikel ist. Man sieht jeden Fingerabdruck, man sieht das Stäubchen. Es ist auch sehr ein heikles Material. Er ist sehr hell, er ist sehr grünlich, gerade auch mit dem Glasdach oben. Super schön, gerade auch wenn man die Sonne mal sieht zwischendurch, auch im Januar. Also ich muss sagen, es ist so komfortabel zum Fahren. Er ist mega alltagstauglich, er hat viel Platz, man hockt hoch oben, man hat eine gute Sicht. Reichweite, okay, was sagt 300 km etwas? Wenn es so kalt ist, man hat Höhenmeter, man hat die Heizung an, dann macht er leider um einiges weniger Kilometer, was für Langstrecken dann doch eher viel Zeit beansprucht. Wir haben ja eine Ladezeit von 3/4 Stunde, von 10 auf 80, was sehr lang ist. Ich kritisiere das leider. Auch am Urban Cruiser ist ja genau die gleiche Batterieplattform. Hey, wenn man unterwegs ist, auf einer 14-stündigen Fahrt nach Kroatien, muss man wirklich viel Zeit einberechnen, zum Stopp zu machen, zum Laden. Von dem her weiss ich nicht, ob ich das Auto empfehlen für Langstrecken, für aber in der Stadt, für Kurzstrecken, zum Arbeiten, zum Kind von der Schule holen oder in Sport bringen, ist das Auto mega, mega gut geeignet. Es ist sehr wendig, er sieht gut aus, er hat eine gute Größe, ein kompakter SUV, ist agil auf der Straße. Er startet ab 31.990 Franken. Mehr geht immer. Unico ist das Einstiegsmodell. Ich finde ihn super. Suzuki hat da definitiv ganz einen guten Move gemacht, um ihr allererstes Elektroauto zusammen mit Toyota zu lancieren. Für längere Strecken muss man durchaus mehr Zeit berechnen, da die Ladezeit doch eher an der oberen Grenze ist. Für kurze Strecken, für Familien, für Singles, für Pärchen ist er sehr, sehr alltagstauglich, sehr agil und auch im Preis startet er ab 31.990 Franken. Wie gefällt dir das Design? Lass es mich wissen in den Kommentaren.
Gefallen dir 3-Punkt-LEDs oder doch lieber die Würfel vom Toyota? Let me know in den Comments und wir sehen uns beim nächsten Mal.